Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Schlafzimmerei aus Hannover. Ich muss noch mal was zum Thema Boxspring sagen. Ich habe gestern Fernsehen geguckt, ausnahmsweise, und habe wieder eine Werbung gesehen von irgendeiner Möbelkette. Ein Boxspring-Bett ab 199 Euro. Das ist geil. Aber dieses Bett ist halt kein Boxspring-Bett. Ich habe zum Thema Boxspring ja schon mal ein bisschen was erzählt. Ihr habt das andere Video vielleicht schon gesehen. Bei einem Boxspring-Bett hat man halt eben eine Feder in der Box eingebaut. Ob die jetzt aus Holz ist oder aus Stoff, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Dann kommt eine Taschenfederkernmatratze drauf und dann kommt ein Topper drauf und dann habe ich halt ein 3-Matratzensystem. Das ist Boxspring, habe ich schon mal erwähnt. So, diese ganzen billigen Teile, die es so gibt, eine große Möbelhauskette irgendwie aus Skandinavien, die nennt ihr Bett zum Beispiel Boxbett. Weil dieses Thema Boxspring halt eben auch ein relativ geschützter Begriff ist mittlerweile. Boxspring-Betten dürfen halt nur Betten genannt werden, die wirklich eine Feder in der Unterkonstruktion haben. Diese ganzen Billigdinger, die haben einfach eine Presspappenbox, da ist ein bisschen Stoff drum, manchmal sind auch nur Kiefernbretter drin oder irgendwas. Oder auch ein Lattenrost, so wie hier, das ist halt kein Boxspring-Bett, sondern der Hersteller nennt es Box-like. Das heißt, ich habe ein Lattenrost drunter, in dem Moment habe ich kein Boxspringbett mehr. Box-like heißt, es sieht aus wie ein Boxspringbett, kann ich auch mit Stoff beziehen lassen und so weiter. Die Matratze liegt bündig oben drauf, genau wie ein Boxspring, aber es ist halt ein klassischer Lattenrost drin. Deswegen so eine Federung, Unterfederung aus Untermatratze, Obermatratze und dann Topper oben drauf, das ist das 3-Matratzensystem. Aber bei ganz, ganz vielen Betten ist das halt eben nicht der Fall. Und ihr denkt so, ja geil, jetzt kaufe ich mir so ein Boxspringbett irgendwie in 1,80, 2 Meter im Angebot, 4,99 mit Motoren drin und so weiter. Dabei ist das kein Boxspringbett. Dass ich nichts vom Boxspringbetten halte, das wisst ihr schon aus dem anderen Video. In manchen Fällen funktioniert das auch ganz gut. Aber wundert euch nicht, wenn ihr jetzt so ein Teil kauft für unter 1000 Euro in doppelter Größe und glaubt, ihr habt ein Boxspringbett, das sind zwei billige Schäume oft übereinander, dann nochmal ein billiger Topper. Anders geht's nicht für das Geld. Sorry, ist halt so. Und dann sagt, ja, Boxspring ist scheiße, durchgelegen und so weiter. Wenn man ein Boxspringbett in vernünftig kauft, ab 3.000, 4.000 Euro aufwärts, dann hat man auch wirklich einen Taschenfederkern unten, einen Taschenfederkern oben, vernünftigen Topper oben drauf. Sowas gibt es alles. Ob man da gut drauf liegt, ist nochmal eine andere Sache. Aber dann habt ihr zumindest eine ordentliche Qualität. Aber diese Wannabe-Boxspring-Betten, die wirklich gar nichts mit diesem 2-Matratzensystem oder 3-Matratzensystem zu tun haben, bitte nicht verwechseln mit einem richtigen Boxspringbett, weil das habt ihr auch schon gelernt in den anderen Folgen. Gute Sachen kosten Geld, das kennt ihr vielleicht von Nahrungsmitteln oder Schuhen, das ist nämlich genauso komischerweise. Und einfach nur eine Bretterbox zu nehmen und ein bisschen Stoff drauf zu spannen und dann zu sagen, ja Boxspring, jetzt haben wir das hier irgendwie, das ist kein Boxspringbett. Das wollte ich nochmal unbedingt loswerden, weil es immer wieder Werbung gibt für diese Dinger. Die taugen halt eben einfach überhaupt nichts. Dann lieber ein normales Bett kaufen, Lattenrost rein, kann man immer ein bisschen mehr verstellen, wisst ihr auch schon. Ich wollte es nochmal loswerden. Okay, das zum Thema Box-like und Boxbett und Boxspring. Dann habt ihr den Unterschied jetzt auch nochmal, dann wisst ihr auch, wo die Preisunterschiede herkommen. Okay, jetzt habe ich, glaube ich, alles gesagt und ich wünsche euch viel Erfolg beim nächsten Bettenkauf. Alles klar, so kann ja nichts passieren. Macht's gut, schlaft gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!